Hi everyone, my name is Erik. Hallo zusammen, ich bin Erik und ich bin Tine, die Übersetzerin. So I grew up in a really small town in Canada. Ich bin in einem sehr, sehr kleinen Ort in Kanada aufgewachsen. And from the time I was a little boy, my first real true love was the game of ice hockey. Seitdem ich ein kleiner Junge war, hatte ich einen Traum, Eishockey zu spielen. And for me, the game of ice hockey was more than a sport from the time I was a kid. I really couldn't imagine a life where I wasn't playing hockey. Für mich war Hockey nicht einfach nur ein Spiel. Ich konnte mir mein ganzes Leben nicht vorstellen ohne Hockey. And I was fortunate enough that I was able to have success at the game of hockey. When I was about 20 years old, I ended up going to school in the United States to play Division I college hockey. Ich konnte mir auch vorstellen, oder ich wollte auch sehr erfolgreich sein im Hockey, und deswegen bin ich, als ich 20 Jahre alt war, auf eine Uni gegangen, um dort Hockey zu spielen, professionell. And then after college, I was, again, fortunate enough to be able to sign a professional contract at the end of my 4 years in college. Genau, nach den 4 Jahren auf dem College habe ich einen Vertrag unterschrieben, professioneller Hockeyspieler zu sein. I played pro hockey in the US for about 4 years before this year moving my career over to Finland. Ich habe in den Vereinigten Staaten 4 Jahre lang professionellen Hockey gespielt, bis ich dann nach Finnland gegangen bin, um dort weiterzuspielen. But we have to go back for a second in my story. Aber wir müssen kurz zurückgehen in meiner Geschichte. So when I was about 17 years old, I first became a Christian. Als ich 17 Jahre alt war, bin ich Christ geworden. And through reading the Word, I started becoming transformed. Indem ich das Wort Gottes gelesen habe, wurde ich transformiert. I noticed that certain things that had kind of plagued me my whole life were starting to be shed off me. Certain things certain negative things that I had carried with me through my whole life had started to just leave me as I read the Word. Ich habe bemerkt, dass als ich das Wort Gottes gelesen habe, dass negative Bereiche meines Lebens mich einfach verlassen haben. So I decided, I was going to be a Christian and live a Christian lifestyle. Ich habe mich entschieden, ein Christ zu werden, zu sein und ein christliches Leben zu leben. But not too long after becoming a Christian, I actually became convinced that I committed the unpardonable sin. Aber eine kurze Zeit, als ich die Entscheidung getroffen habe, habe ich gemerkt, dass ich eine große Sünde begangen habe. So because of the, psychological torment, I guess you could say, associated with that, I ended up kind of gradually walking away from the faith. Ich bin aus psychologischen Gründen, oder kann man das so sagen, aber vom Weg einfach abgekommen, einfach von diesem christlichen Weg. And as I entered college, I made a decision that I didn't want to live in fear anymore, so I was just going to open myself up to all sorts of ideas. Als ich dann auf dem College war, habe ich, can you repeat that, the fear thing? Yeah, I no longer wanted to live in fear of condemnation. Er wollte nicht mehr unter der Angst der Verurteilung leben, deswegen hat er sich für andere Sachen geöffnet. So in college, I kind of fully committed to this total exposure to ideas concept. What sort of concept? This way of living where I was just totally being exposed to a bunch of different ideas. Also hat er sich in der College-Zeit einfach für viele Dinge geöffnet und er war sehr offen für Arten und Weisen zu leben. I dabbled into Eastern spiritual practices. Er ist in diese östreligiöse spirituelle Reise hat er angefangen. New Age practices. Die ganzen New Age Sachen hat er ausprobiert. I studied science, so I was heavily immersed in the scientific worldview. Er hat Wissenschaft studiert, deswegen hat er auch viel sich mit der ganzen wissenschaftlichen Sichtweisen des Glaubens beschäftigt. And throughout my college experience, certain experiences I thought I had a pretty good explanation for. Und er hatte selber gedacht, ich habe ziemlich gute Erklärungen eigentlich für den Glauben. So experiences like people, claiming to encounter Jesus or near-death experiences, I thought they had a pretty valid scientific explanation. Er hat geglaubt, dass er ziemlich gute Begründungen hat, wissenschaftliche Begründungen für Nahtoderfahrungen zum Beispiel oder andere Sachen, die Menschen im Glauben erfahren. But for some reason, even throughout college, I was always still attached to this
Christian ideas. Und trotzdem in dieser ganzen College-Zeit war er quasi überzeugt von dieser ganzen christlichen Art und Weise zu leben. So as we fast forward back to Finland this year, Also wenn wir jetzt wieder in der Geschichte weiter nach vorne gehen zu Finnland, I got to a place when I was in Finland where I really started considering the existence of Jesus Christ again. or considering, Yeah. Questioning, considering. questioning. Yeah. Und als er in Finnland war, letztes Jahr, hat er wieder angefangen, über die Existenz Gottes nachzudenken. But I didn't know how to know if God was real. Aber er wusste nicht, wie man sich sicher sein kann, dass Gott wirklich echt ist. Because like I said, I thought I had a pretty good explanation for most things. Weil, wie er gesagt hat, er hatte eigentlich schon ganz schön viele gute Erklärungen für viele Sachen, so spirituelle Sachen. I had literally thought that if Jesus had shown up in my apartment in Finland, that I'd probably just be able to chalk it up as some sort of hallucination. Er sagt, dass wenn Jesus so in Person ihm begegnet wäre in Finnland, dann würde er denken, das ist eine Halluzination. So I made a decision, in the Bible, sorry, I go back. In the Bible, Jesus makes a series of promises in a sense. He says that if you lose your life for him, you'll find it. In der Bibel macht Jesus ganz viele Versprechen oder ja, er sagt zum Beispiel sowas wie, wenn du dein Leben verlierst, dann wirst du es gewinnen. He tells a rich man that, to sell all his possessions, give to the poor, and take up his cross and follow him. Er sagt einem sehr, sehr reichen Mann in der Bibel, dass er all seinen Besitz einfach weggeben soll, um ihm zu folgen. So I thought, well, his message is pretty clear here. Erik hat dann gesagt, okay, die Message von Jesus ist ziemlich klar. If this Bible is true, wenn diese Bibel wirklich wahr ist and I give up everything, und ich alles hingeben würde, then I should see something. dann müsste ich dann was sehen. So that's what I did. Also habe ich das gemacht. I quit my career as a professional hockey player. Also habe ich meine Karriere als professioneller Hockeyspieler einfach beendet. I exited a 4-year relationship. Ich habe eine 4-jährige Beziehung beendet. And I flew back to Canada. Und ich bin zurück nach Kanada geflogen. With the intent of just seeking God. Einfach nur, um Gott zu suchen. And while I was back home, und als ich zurück zu Hause war, I was praying a lot, I fasted, and I was doing a lot of research trying to reconcile this intellectual problem. Ich habe viel gebetet, ich habe gefastet und ich habe einfach wirklich danach gesucht, das zu verstehen, was die Bibel sagt. But still, I couldn't think of a single way that God could show me that he was real. Aber ich konnte mir trotzdem nicht einen Weg vorstellen, wie Gott mir zeigen könnte, dass er wirklich echt ist. But there's this one guy online that I watched some videos about. Aber da gibt es so einen Mann, der online so ein paar Videos hochgeladen hat. His name's Cliff Connectley. Sein Name ist Cliff Connectley. He's a Christian apologist. Er ist ein christlicher A pretty Apostel. popular one on social media. Er ist sehr berühmt auf den sozialen Medien. And I thought to myself, how nice it would be to talk to Cliff Connectley. Und ich habe gedacht, wie cool wäre es, mit ihm zu sprechen. Like if there was one person in the world that might be able to resolve my intellectual problem, maybe it was Cliff. Ich dachte, wenn jemand so meine intellektuellen Probleme irgendwie lösen könnte oder Konflikte, die ich in mir trage, dann ist es dieser Mensch. So days later, Also ein paar Tage später I was flying out of Toronto to Austin, Texas to meet up with Afshin. bin ich von Toronto to Austin, Texas geflogen, um Afshin zu treffen, Who I was going to travel with for a couple weeks. mit dem er dann für ein paar Wochen gereist ist. My flight out of Toronto was delayed for about 7 hours Sein Flug aus Toronto war ungefähr um 6 Stunden verspätet. after a sequence of very, very strange events. Nach einer Abfolge von ganz, ganz komischen Gegebenheiten. But finally I get on the plane. We get off the ground. Aber am Ende ist er ins Flugzeug eingestiegen And right towards the end of my flight, und am Ende des Fluges Cliff Connectley pops in my head. ist Cliff Connectley in seinen Kopf gekommen als Gedanke. And I begin to have this conversation in my head pertaining to a podcast that I'd recently watched. You were what? I began to have a conversation in my head with myself pertaining to a podcast that I'd watched with him in it. Ja, und er hat sich vorgestellt in seinem Kopf, wie er einen Podcast mit diesem Menschen einfach hält. And his son Stuart. Und sein Sohn Stuart. Plane lands. Und das Flugzeug landet. I get off the plane. Und ich gehe raus aus dem Flugzeug. I walk into the airport. Und ich laufe in das Flugzeug in den Flughafen rein. Take about 10 steps into the airport. Und ich habe so 10 Schritte im Flughafen gemacht.
and Cliff Connectley and his son walk right in front of me. Und Cliff Connectley und sein Sohn kommen auf mich zu. So I go up to them Also bin ich dann zu ihm gegangen and I begin to explain what on earth just happened to me. und ich habe ihm erklärt, was es für eine Ehre ist, ihn gerade jetzt zu treffen. We had a few-minute conversation. Wir haben ein paar Minuten so miteinander gesprochen. And at the end, I asked him if I ever had any questions, if there's any way I could contact. Und ich habe ihn gefragt, ob ich ihn vielleicht mal kontaktieren könnte, weil ich ein paar Fragen habe. And he gave me his email. Und er hat mir seine E-Mail-Adresse gegeben. And, after that, it was hard to, see it any other way. Ja, und für mich war es schwierig, es anders zu sehen. I thought, I didn't know if God was real. I didn't know how to know if God was real. Ich wusste nicht, ob Gott real ist und ich wusste auch nicht, wie ich das feststellen kann. I felt like things needed to make sense to me. Für mich müssten Sachen so Sinn machen. And then I think Cliff Connectley is somebody that could help me make sense of things. Und ich dachte, Cliff Connectley könnte mir helfen, mir so Sinn zu geben. And then days later, I meet the guy that I think could make sense of things to me. Und ein paar Tage später habe ich genau diesen Mann getroffen. In a way that makes absolutely no sense. Auf eine Art und Weise, die überhaupt gar keinen Sinn ergeben hat. And for me, that was the beginning of this, really the beginning of this journey of shaving off doubt. Und das war wirklich der Beginn einer Reise, wo ich Zweifel einfach abgeben konnte. As I progressed, from that point on till now, I've been gradually shaving off doubt through a sequence of, continued unexplainable events. Und seitdem hat ein Prozess begonnen bis jetzt, wo ich immer mehr einfach Zweifel abgebe und mich dafür öffne für unlogische Gegebenheiten. And still to this day, I deal with doubts and questions. Und bis heute habe ich zu kämpfen mit Zweifeln. And I think that's, okay. I think that's normal. Und ich denke, das ist okay und auch normal. I really don't know what to do about it if it's not. Und ich weiß noch nicht, wie ich das ändern sollte. But yeah, and that's kind of where my journey is at now. It's this continued journey of walking with doubt, but being honest with God about that, and having Him continue to help shave off some of that, all that stuff that I've kind of filled myself with throughout college. Und auf dieser Reise befinde ich mich einfach gerade und bin auch ehrlich zu Gott. Mit meinen Zweifeln komme ich zu ihm. Genau. Ja. Thank you. Okay. So, I am Kiana of Javid. Hallo, ich bin Kiana Javid und ich bin Joshua-Übersetzer heute. And this is a testament of who I am and the calling over my life. Und das ist das Zeugnis von wer ich bin und die Berufung in meinem Leben. And my name, Kiana of Javid, means the voice of the Lord forever. Und mein Name übersetzt bedeutet die Stimme des Herrn für immer. And I grew up in the church. Und ich bin in der Kirche aufgewachsen. My dad has a crazy testimony. He's a Muslim convert who met Jesus in jail Und mein Vater hat dieses verrückte Zeugnis. Er war ein Ex-Moslem und hat Jesus im Knast getroffen und ist super verrückt. And my mother comes from an agnostic Buddhist background. Und meine Mutter kommt aus einem agnostisch-buddhistischen Hintergrund. So I'm part of the first generation of Christians in our family. Also bin ich praktisch die erste wirklich christliche Generation in unserer Familie. And most of my first memories are just growing up in the church, always having people in and out of the house, conferences, seeing miracles. Und viele meiner ersten Erinnerungen sind einfach in der Kirche aufzuwachsen, Konferenzen, Leute, die kommen und gehen und auch wie Wunder passieren. And some of those examples were whether it's my brother who fell out of the window at age 3, head first, and not a scratch on his body. Einer dieser Wunder ist mein Bruder, der mit 3 Jahren aus dem Fenster gefallen ist, auf den Kopf gefallen ist, von 3 Stöcken und irgendwie kein Kratzer an ihm war.
And a year later, he got ran over by a van, and all that was there was a tire mark. Und dann ein Jahr später ist ein Kombi über ihn drüber gefahren und alles, was übrig war, oder alles, was übrig, nee, alles, was man sehen konnte, waren ein paar Reifenspuren auf seinem Brustkorb. Or seeing blind being healed, or paralyzed walking for the first time. Wie Blinde lernen zu sehen oder wie Querschnittsgelähmte auf einmal wieder gehen können. So the name of Jesus was very normal to me. Also war der Name Jesus etwas Alltägliches für mich. His existence was very normal to me. Seine Existenz habe ich nie hinterfragt. I never asked the question of his existence or what the name meant to me. Way ahead of you. Also, Das treu bei ihm. genau. Ich habe ihn nie wirklich hinterfragt oder mir die Frage gestellt, ob es ihn gibt. Yeah, and although I grew up believing I don't have a testimony because of my brother and his crazy miracles, or my father and his testimony. Und ich bin aufgewachsen und dachte, ich hätte nie ein wirkliches Zeugnis, weil mein Bruder hat diese Wunder erlebt und mein Vater hat auch dieses verrückte Zeugnis und alle möglichen Wunder an sich selber erlebt. I had none of that. Ich hatte nichts davon so wirklich. So I felt like I don't really have a testimony. Yeah, I know there's God. Also hatte ich das Gefühl, ich habe kein Zeugnis. Okay, es gibt Gott, aber ich habe halt kein so Special-Zeugnis. Yeah, it's just, I believe he's there. That's my thing. Ich glaube, er ist da. Das ist so unsere Sache. Alles top. But as I was born and I let out my first cry, Doch als ich geboren wurde und das erste Mal in die Welt geschrien habe, the nurse said to my father, "What a beautiful and powerful voice." hat die Krankenschwester meinem Vater gesagt, was eine schöne und kräftige Stimme. And growing up, I had always been told, you have such a powerful voice, you're very wise, and your words are very sharp and powerful. Und als ich älter wurde, wurde mir immer gesagt, deine Worte sind so stark, sie haben so eine Pointe und sehr weise. I grew up being called the daughter of appreciation. Und ich wurde, als ich aufwuchs, die Tochter der Wertschätzung genannt. And growing up, I was very chatty. Und ich war immer sehr gesprächig. But over the years, I had lost that. Aber über die Jahre habe ich das verloren. And my father found a video of us when we were young in our old house. Und mein Vater hat dieses Video gefunden, als wir jung waren und noch in unserem alten Haus gelebt haben. And my grandparents walk in. Und meine Großeltern betreten den Raum. And I come to them full of excitement. Und ich bin voller Freude auf sie zugekommen. And I'm trying to tell them something. Und ich versuche ihnen irgendwas zu sagen. And I keep repeating it over and over and over again. Und ich wiederhole es und wiederhole es und wiederhole es. And they just don't hear me. Aber sie hören mich nicht. And this is something that happened to me a lot growing up. Und das ist mir sehr oft passiert, als ich jung war. My voice wasn't heard. Meine Stimme wurde nicht gehört. And at some point, I started using my voice and started saying mean things to people, using it to put people down. Also habe ich irgendwann meine Stimme verwendet, um böse Sachen zu sagen, Leute zu demotivieren und unter mich zu stellen. Because whether people realize or not, Denn ob es Leute realisieren oder es nicht tun, we receive the negative things more than the positive things. wir nehmen die negativen Sachen, die wir aufnehmen, deutlich ernster als die positiven Sachen. And I think something in me knew, okay, I'm being heard. Und irgendwas, glaube ich, in mir wusste, okay, jetzt hören sie endlich zu. And it didn't help that I grew up in a culture from my mother's side where putting down people was funny. Und es hat auch nicht geholfen, dass meine Mutter diese Kultur hatte, dass andere unter sich zu stellen und sie sich schlecht fühlen zu lassen, lustig ist. And so this just grew within me. Also diese faule Frucht ist in mir weiter und weiter gewachsen. My voice that was called to be for the kingdom Meine Stimme, die ja eigentlich für den Herrn und für das Reich bestimmt war,
my words that were supposed to be a sword, Meine Wörter, die wie ein Schwert für den Herrn sein sollten, I used to cut down people instead of cutting their chains. habe ich verwendet, um die Leute anzugreifen, anstatt ihre Ketten durchzutrennen. And at around the age 13, Und so im Alter von 13 Jahren the problems within my parents' marriage became unbearable. sind die Probleme in der Ehe meiner Eltern übergeschwappt, sag ich mal. So after 25 years of fighting, it came to a point of divorce. Also nach 25 sehr unruhigen Jahren kam es dann zur Scheidung. And so I grew up in a state of war. Also bin ich im Krieg aufgewachsen sozusagen. And at some point I told my dad, it's better if you get divorced. Und irgendwann habe ich meinem Vater dann gesagt, jetzt ist es der Punkt, es ist besser, wenn du dich scheiden lässt. Because at least there'll be peace. Zumindest gibt es dann Frieden. And at the same time, the friends that I had were all going through depression. Und parallel dazu sind die ganzen Freunde, die ich habe, in eine Depression gefallen. Whether it was cutting themselves, taking drugs, going to parties. Ob es Selbstverletzung war, Drogen nehmen oder exzessiv auf Partys gehen. And at the moment and then in this situation, I didn't realize how much everything had affected me. Und in diesem Moment war ich blind gegenüber dem Fakt, wie sehr mich alles beeinträchtigt hat. And I only noticed it later. Und es ist mir erst später aufgefallen. And so at some point, my father asked me, Kiana, do you want a relationship? Und irgendwann ist dann mein Vater auf mich zugekommen und hat mich gefragt, Kiana, möchtest du eine Beziehung haben? And at that point, I was just tired. Und ich war einfach so müde zu diesem Zeitpunkt. And I knew I can't fulfill his standard of a relationship. Und ich weiß, ich komme nicht an seine Messlatte heran für ihn, was für ihn eine Beziehung ist. So I told him, before God and before my family, Also habe ich ihm gesagt, vor Gott und vor meiner Familie, I release you of your fatherly duties. ich entbinde dich von deinen väterlichen Pflichten. And what I didn't realize was, Aber was ich noch nicht realisiert habe, as I cut off my physical father, während ich meinen biologischen Vater praktisch aus meinem Leben geschnitten habe, I touched something holy and cut off my heavenly father. habe ich etwas Heiliges berührt und auch meinen Vater im Himmel. So even though I was going to different youth groups 6 days a week and on Sunday to church, Also auch wenn ich in alle möglichen Jugendgruppen gegangen bin, 6 Tage die Woche und dann nochmal sonntags zur Kirche, there was no fruit because I had already severed the relationship. es gab keine Frucht, denn ich habe schon die Beziehung zu meinem himmlischen Vater komplett weggeschnitten. And from that point on, I began to fall into a depression. Und so bin ich weiter und weiter in eine Depression reingepurzelt. I isolated myself. Ich habe mich isoliert. I would come out of my room at 11 p.m. Ich bin dann um 11 Uhr nachts aus meinem Zimmer gekrabbelt, I would eat and then go back. kurz was gegessen und dann sofort wieder zurück in die Höhle. Would be up until about 7 a.m. Dann bis 7 Uhr morgens aufgeblieben and would wake up again about 3 p.m. und dann um 3 Uhr mittags einfach aufgewacht. And this was my schedule. Und das ist dann so der Tagesplan. Wieder und wieder. And even though I fell into a depression, Und auch wenn ich in diese Depression reingefallen bin, self-harm and drugs were never an option for me. waren Selbstverletzungen und Drogen nie eine Option für mich. I think that's just part of the protection that was over my life. Und ich habe das Gefühl, das ist eine Art Schutz, die über mein Leben gestülpt wurde. But from then on, my isolation only got worse. Aber meine Isolation wird immer und immer schlimmer. And the feeling of emptiness only grew. Und somit habe ich mich auch leerer und leerer gefühlt. So I began searching. Also habe ich angefangen zu suchen. And because I had such a strong foundation, Aber weil ich so ein starkes Fundament hatte, I knew who my God was, and there was never a doubt. ich wusste, wer mein Gott war und das war nie ein Punkt des Zweifels. But I was desperate looking for answers. Aber ich war trotzdem verzweifelt und habe nach Antworten gesucht. So I was like, okay, the Muslims have discipline, the Buddhists have inner peace.
what is it that they have? Let me look for answers anywhere. Die Moslems haben ihre Disziplin, die Buddhisten ihren inneren Frieden. Was haben die? Ich möchte auf die Suche gehen. And so at some point, I looked at philosophy. Und dann habe ich mir die Philosophie angeschaut. I came across a question and I was like, okay, I don't know the answer. Ich bin auf Fragen gestoßen, wo ich nicht die Antwort zu wusste. So I went to the only person who I thought might have the answer for me. Also bin ich zur einzigen Person gegangen, wo ich vielleicht dachte, hey, die könnte mir diese Fragen beantworten. And that was my father. Und das war mein Vater. And something about my relationship to my father is that even though I had broken off contact, und eine Besonderheit an der Beziehung zu meinem Vater, obwohl ich mich von ihm abgeschottet habe, I knew that I could always go back wusste ich, dass ich zu ihm immer zurückkehren kann, because he would never give up on us. weil er uns nie aufgeben würde. And so I called him for the first time in a year. Also habe ich ihn das erste Mal seit einem Jahr angerufen. And I still remember the look of shock on his face. Also kann ich kann mich immer noch an das empörte, das geschockte Gesicht von ihm erinnern. And from that point on, we began speaking again. Und dann haben wir wieder angefangen zu reden. And he tells me, why don't you come to Germany? Also fragt er mich, warum kommst du nicht nach Deutschland? And I was like, no, never. Und ich war, ach nee, niemals. And 3 months after saying no, never, Und 3 Monate danach I found myself in Germany bin ich auf einmal in Deutschland, to go to Italy. um nach Italien zu gehen. And after arriving here in Germany, Und nachdem ich hier in Deutschland angekommen bin, the morning after, am Tag danach, I decided I'm going to stay here. habe ich mich dazu entschieden, ich bleibe hier. I felt like this is where I'm being called to be. Und ich habe mich irgendwie hierhin berufen gefühlt. And my dad and my stepmother were like, Kiana, are you sure? Und mein Vater und meine Stiefmutter waren das kurz am Hinterfragen. Kiana, bist du dir sicher? Because I would be the last person to stay here. And everybody knew that. Weil sie wussten, irgendwie zu mir passt das gar nicht. Ich wäre die letzte Person, die hier bleiben würde. Und jeder wusste das auch. I never wanted a stepmother. Ich wollte nie eine Stiefmutter. And I had no relationship to my father or my stepmother. Ich hatte keine Beziehung zu meinem Vater ab dem Zeitpunkt und auch nicht zu meiner Stiefmutter. We just started talking 3 months ago. Wir haben erst vor 3 Monaten richtig wieder angefangen zu reden. But I was like, no. I feel like this is where I'm being called to be. Aber ich hatte das Gefühl, hier ist meine Berufung. And yes, let me just find my place. Yeah. I just knew God was calling me to find Kiana here. Und ich wusste einfach, Gott beruft mich dazu, die wahre Kiana hier zu finden. He was waking up my calling and telling me who that lost Kiana is again. Er hat meine Berufung wieder ein bisschen aufgerüttelt und mir gezeigt, wer die wahre Kiana ist. And it wasn't like, okay, I came to Germany, God's calling me here, now everything's good, I'm healed, hallelujah. Aber es ist nicht so einseitig, oh, ich bin nach Deutschland gekommen, alles ist wieder heile, Halleluja, wow. No, I fought with myself for 3 years. Nein, ich after that. musste 3 Jahre lang hier kämpfen. And I made many mistakes, Ich habe viele Fehler begangen. and I hurt many people. Ich habe viele Leute in dem Prozess verletzt. And that was because I wasn't walking in my calling, and I still didn't know who I was. Und das aus dem Grund, weil ich noch nicht wirklich meine Berufung akzeptiert habe und in dieser Berufung gegangen bin. Und ich immer noch ein wenig verloren war. I still didn't know who God was calling me to be. Ich wusste immer noch nicht so recht, was für eine Kiana jetzt Gott für mich vorhat. And every moment was a decision with God. Und jeder Moment war eine Entscheidung mit Gott. And I had not yet overcome my instability and depression. Und ich bin noch nicht ganz über diese Unstabilität und die Depression hinübergekommen. In fact, as I came, it only got worse. Und eine Zeit lang wurde es sogar schlimmer hier.
Because after so many years of being numb, weil die vielen Jahre, in denen ich taub war, I was being confronted with myself for the first time. wurde ich hier das erste Mal wirklich auf die Probe gestellt und konfrontiert. And I was seeing what I had become. Und dann habe ich das erste Mal zurückgeschaut und gesehen, zu welchem Mensch ich geworden bin. I had become so bitter, so ungrateful. So bitter, so undankbar. Long gone was the daughter of appreciation. Und die Tochter der appreciation jetzt nicht. Wertschätzung war schon lange tot. And seeing that was so difficult for me. Und das war erstmal sehr schwer für mich zu begreifen oder das überhaupt anzusehen. Knowing through my decisions, I'm hurting God's children. Ich wusste, durch meine Entscheidungen verletze ich Gottes Kinder. Seeing that I had lost myself. Ich habe gesehen, wie ich mich selbst verloren habe. And I began to just put myself down more and more in that time. Also habe ich mich immer weiter und weiter selbst kritisiert. Like, I know I want to change, Ich weiß, ich möchte Veränderung. but I don't know where to start. Aber wo soll ich anfangen? And I don't know if I can start. Kann ich überhaupt anfangen? And in my confusion, Und in dieser Verwirrung, in me not making a decision, in diesem Halt und erstmal keine Entscheidung treffen, I was hurting people. habe ich die ganze Zeit Leute verletzt. And all that I could see was that I was hurting people. Aber alles, was ich sehen konnte, ist, dass ich Leute am Verletzen war. I had not yet seen the fruit of what I could become. Ich habe gar keinen Blick darauf geworfen, wer ich sein könnte. Nights after night, I just spent weeping. Nacht nach Nacht habe ich mich einfach in den Schlaf geweint. And I said to God, Lord, this life isn't mine to take. Also habe ich zu Gott geredet und gesagt, Herr, dieses Leben ist nicht meines. So take it from me. Nehm es mir. And this went on for a while. Und das war ein bisschen so, also eine Zeit länger so. And I didn't share that with anyone. Und das habe ich nie mit jemandem geteilt. I stayed in isolation. Ich blieb in meiner eigenen Blase isoliert. And after 2 years of fighting with myself, Dann, nachdem ich 2 Jahre mit mir selber gekämpft habe, ups and downs, Höhen und Tiefen, living like an elastic band. wie ein kleines Gummiband The am moment Leben. you pull it, Immer wenn man dran zieht, you go forward. wenn man ein bisschen weiter zieht And the moment you let go, und wenn man es loslässt, it falls back into place. ist es genau wieder wie vorher. And after all that, Und nach all diesem I was like, you know what? I'm done and I'm gonna make a decision. habe ich mich dazu selbst überzeugt, okay, jetzt muss ich meine Entscheidung treffen. So May 15th of 2022, Also am 15. Mai 2022 I decided that was enough and I was gonna give everything up. habe ich mich entschieden, okay, das ist genug, ich gebe jetzt alles auf. Everything that I'm holding on to, Alles, an was ich mich festklammer, everything that is not of God, alles, was nicht zu Gott gehört, I'm letting go lasse ich los and I'm gonna take my first step. und dann nehme ich meinen ersten Schritt. And so many people around me had been running the entire time. Und viele Leute um mich herum sind waren die ganze Zeit am Rennen. And for me, I didn't know how to run. Okay. Yeah. Aber ich wusste noch nicht mal, wie man geht, Because I had been dead until that point. weil ich einfach nur tot rumlag. And for the first time, I'm being told to run. Und jetzt das erste Mal sagt mir jemand, lauf. And so it took me a while to realize I just need to take one step. Und ich brauchte einfach ein bisschen Zeit, um zu realisieren, ein Schritt ist erstmal der Standard.
And since then, God has been working in my life. Und seitdem arbeitet Gott in meinem Leben wirklich. And my healing, my overcoming of social anxiety and depression and bitterness. Meine Heilung, wie ich über meine, ja, ich sag mal Social Anxiety hinweggekommen bin. Ich bin nicht mehr so bitter und ja, offener. Is the fruit of my calling. Das ist die Frucht meiner Berufung. I knew if I keep fighting the things that I don't know, Und ich weiß, wenn ich die Sachen, die ich nicht kenne, bekämpfe, I would never go anywhere. dann würde ich nie mich bewegen. But if I start focusing on the things that have been called over my life, Aber wenn ich einen Fokus auf die Sachen lege, die in mein Leben getreten sind und wo ich weiß, was ich tun muss, I could start with the things that I do know. dann kann ich erstmal da anfangen. And the fact that I'm speaking in front of you Und allein der Fakt, dass ich hier sitze und vor euch rede and sharing the testimony I thought I never had, und das Zeugnis, von dem ich eigentlich überzeugt war, dass es es nicht gibt, mit euch teile, is a testimony in itself. ist nochmal ein eigenes Zeugnisquadrat. And of course, there's so much more that I could share Und es gibt noch vieles weiteres, was ich teilen könnte. and a lot of details. Und ganz viele kleine Details. But God is just working in my life, Aber Gott arbeitet in meinem Leben. and I'm learning to walk, Und ich lerne endlich zu gehen. and I'm learning to walk in my calling. Und ich lerne es, in meiner Berufung zu gehen. Like how I went from shaking and not being able to breathe Wie ich dahergekommen bin, dass ich zittere und nicht atmen konnte. to speaking in front of people in Canada. Also während ich war am Zittern und ja, schwer am Atmen, wenn ich mit Leuten reden soll. Und jetzt rede ich einfach Leute an und rede hier für euch. The fact that I said I want to connect to my Chinese roots. Ich möchte zurück zu meinen chinesischen Wurzeln kehren und dass ich das mir auch vorsetze. No, Oder- I said that. Yeah, you said that. Yeah, Ja. genau. And the morning after, Und am Morgen danach I was being invited to Hong Kong by a pastor out there. wurde ich vom Pastor nach Hongkong eingeladen. And she was saying the exact same words that I had said the night before. Und sie hat genau die Worte wiederholt, die ich die Nacht vorher gesagt habe. And so, all in all, Also zusammenfassend, I'm just seeing how God is at work. ich sehe, wie Gott arbeitet. And in every moment that I choose God, Und in jedem Moment, in dem ich Gott wähle, ja, He's fulfilling the prayer that I had spoken out to be worthy of my name. erfüllt er meine Gebete, die ich hatte, dass ich meinem Namen gerecht werden soll. And so, this is just part of my testimony in finding what it means to be the voice of the Lord. Und das hier ist auch Teil meines Zeugnisses, was es bedeutet, die Stimme des Herrn zu sein. Ja. Ja. Weißt du was? Ich werde es sagen sollen, so to wrap it up. Und dann